Ach, es müssen ja immer wieder diese Traummaße sein. Kompakt, nicht zu breit und möglichst niedrig. So möchte doch jeder seinen Aufbau sehen, der hinten auf der Ladefläche mitfährt. Zumindest wenn der Wagen rollt. Dann nämlich kann man sich dort noch hindurchzwängen, wo größere Fahrzeuge schon den Rückwärtsgang einlegen müssen. Und spart dabei Sprit. Und passt auch noch in einen Container. Gleich mehrere unschlagbare Vorteile. Hat sich auch der Macher dieser Kabine gedacht. Der heißt Remo Frohnebner, stammt aus der Schweiz und zeichnet verantwortlich für Impala Reisemobile. Vor einiger Zeit haben wir euch Konzepte vorgestellt, wie man Pickups möglichst niedrig halten kann und trotzdem bequem drin schläft. Da lag zum Beispiel der Toyota bei 2,25 Meter Gesamthöhe. Hier legen wir mal 5 cm drauf und haben feste Wände. Wie das geht? So geht's. Faszinierend. Statt Zeltstoff, der im Sturm knattert und der bei Nässe und unsachgemäßer Behandlung schnell mal schimmelt, besitzt die Impala-Box also feste Wände. Wie das Prinzip genau funktioniert, zeigen wir euch gleich. Jetzt müssen wir aber erst mal sehen, wie sich die kleine Antilope da hinten in Bewegung benimmt. Die Maße in schnöden Zahlen: 2,29 Meter hoch, 1,86 breit und 2,56 Meter lang. Dazu kommt noch der 85 cm lange Alkoven. Das Ganze sitzt auf einem altbekannten und bewährten Basis-Pickup. Der Wagen von Impala Reisemobile ist auf den Ford Ranger Single Cab ausgelegt. Dementsprechend ist hier auch direkt schon die Rückwand. Ich habe also keinen Platz, keine Extra Cab, keine Doppelkabine, sondern dafür den Wohnraum hinten. Das muss ich mögen. Hier ist einfach kaum Platz. Zum Beispiel für die Fotoausrüstung wird es schon eng. Aber der Wohnraum hinten macht es natürlich auf jeden Fall alles wieder wett. Die Kopflastigkeit ist nicht so gut, wie man sich das vorstellen könnte auf den ersten Blick, weil er so niedrig ist. Die Dachelemente sind doch schon recht schwer und wenn man da ein paar Ausweichmanöver fährt, dann merkt man schon, dass da oben einiges an Gewicht drin ist. Aber in Sachen Durchfahrtshöhe macht dem Wagen natürlich keiner was vor. Weniger als 2,30 Meter Höhe. Und auch wenn man ein anderes Fahrwerk nachrüstet, dann ist das immer in der Höhe immer noch sehr okay. Nicht ganz so grazil wie die Impala Antilope, das merkt man also auch hinterm Steuer. Dafür ist der Aufbau aber auch äußerst robust gebaut. Aus verschweißten Alu-Winkelprofilen und 25 mm starken Sandwichplatten. 850 Kilo wiegt die Kabine samt Ausbau laut Hersteller. Bei der Testkombo samt Ranger haben wir 3 Tonnen gemessen. Und das, obwohl der Ranger eher spartanisch ausgestattet ist. Das hilft zwar dem Preis, für ein besseres Fahrverhalten wäre aber ein modifiziertes Fahrwerk sinnvoll. Am Stellplatz angekommen zeigt die Impala-Box dann aber wahre Größe. Die Verschlüsse öffnen, Akkuschrauber ansetzen und schon hebt die kräftige Edelstahl-Scherenkonstruktion das Dach auf luftige 2 Meter Stehhöhe. Das Aufbauen des Dachs kostet allerdings 4 Minuten Zeit. Und sollte es regnen und dabei die Schafe vom Deich wehen, wird es im Wohnzimmer so lange nass, bis die Wände aufgestellt sind. Dafür fühlt man sich danach umso geborgener. Der Clou des Fahrzeugs ist natürlich dieses große Bett mit 2 Meter Länge und über 1,60 Meter Breite. Die Polster sind eher Standard, das ist einfach nur der Schaumstoff, also keine Tellerfedern oder ähnliches als Unterlage, reicht aber als Schlafkomfort sicherlich aus, wenn die Polster von guter Qualität sind. Das Bett ist auch schnell aufgebaut, tagsüber sind die Elemente hier oben verstaut und während der Fahrt ist ein bisschen Puzzeln angesagt, dass die Polster an die richtigen Stellen kommen, weil das Dach ja sehr tief runterklappt. Aber was ich auch schön finde, ist, dass ich hier durch die Fenster einen schönen Rundumblick habe. Ich kann auch hier gut sitzen, 85 cm Höhe habe ich über den Polstern und es gibt ja auch eine Lampe, die ich hier ein- und ausschalten kann. Also ich kann auch abends hier mein Buch lesen. Ist das Bett aufgebaut, wird es mit dem Zugang nach draußen eng. Und wie komme ich jetzt aus dem Auto wieder raus? Ja, mit so einer Ninja-Rolle. Die mache ich mal vor. So macht man das. Wahnsinn. Vielleicht noch einen Yogakurs belegen, dann klappt es auch mit dem Aus- und Einsteigen, oder? Wenn ich das Bett aufgebaut habe, ist nur noch Krabbeln angesagt, wenn ich vor die Tür möchte. Die Toilette ist immer gut erreichbar. Und am Morgen muss ich dann einmal schnell hier wieder umbauen. Polster beiseite, die Betten passen in den Staukasten unter der Sitzbank. Und dann verschwinden diese 2 Elemente wieder hier oben. Ich muss einmal ein bisschen peilen drauf.
und beiseite. Und Nummer 2. Und schon habe ich hier gute 2 Meter Stehhöhe. In der Fahrzeugmitte ist die Küche. Es gibt hier in dem Bereich keine Arbeitsfläche. Dafür muss ich mich auf die andere Seite drehen. Da habe ich mehr als genug. Allerdings hätte man auch hier einfach nochmal ein Brett zum Aufklappen machen können. Gekocht wird mit Gas. Da habe ich bislang den Hauptschalter noch nicht gefunden. Da muss ich noch ein bisschen genauer nachgucken. Darunter 75 Liter Kühlschrank, Kompressorkühlschrank mit externem Kompressor. Das heißt, es ist recht viel Platz im Kühlraum. Stauraum gibt es unendlich viel. Klappen, Schubladen. Es ist also wirklich sehr viel Stauraum hier vorhanden. Gibt Kalt- und Warmwasser, serienmäßig. Was hier so ein bisschen improvisiert hängt, das ist die Stromversorgung für die Beleuchtung an der Decke. Ich denke, das hätte man besser lösen können. Das hängt immer irgendwie so ein bisschen im Weg rum. Aber man kann nicht alles haben. Mache ich noch einen Schritt nach hinten, sitze ich in der gemütlichen Dinette. Da habe ich rundherum einen schönen Blick in alle 4 Himmelsrichtungen und auch einen schönen Blick auf die tollen Echtholzoberflächen hier an den 3 Arbeitsbereichen. Und keine Sorge, die ist nicht so massiv, wie sie aussieht. Die ist natürlich hohlgefräst. Ist aber ein schöner Akzent, das dunkle Holz, zu dem cremefarbenen HPL, was sonst hier überall auf den Sperrholzoberflächen ist. Eine Besonderheit ist hier bei den Polstern. Ich kann einmal hier auf dem dünnen Polster sitzen und habe eine schöne Rückenlehne. Oder ich klappe sie mir runter und habe eine etwas dickere Polsterung unterm Hintern, dann aber keine Rückenlehne mehr. Geheizt wird hier übrigens mit Diesel. Wir haben eine Kombiheizung von Truma dabei, gibt also auch Warmwasser. Das Technikpaket ist übrigens eher bodenständig. Neben der Dieseltruma und dem Gaskocher gibt es einen 90 Ampere-Stunden großen Gel-Akku. Reicht. Solarpaneele oder Ladewandler wären aber schön gewesen. Wenn das Wetter draußen sommerlicher ist, dann bietet das Dach noch eine spannende Option. Ich muss es nämlich immer nicht nur ganz geschlossen haben, sondern ich kann auch einfach den oberen Teil aufklappen und dann habe ich ein tolles Panorama hier nach draußen. Luftige Aussicht, das hat was. Jetzt geht es wieder los, wir wollen weiterfahren. Das heißt, es ist ein bisschen Puzzlearbeit angesagt. Ich stoppe jetzt mal die Zeit, bis das alles hier arrangiert ist. Die Polster müssen an bestimmte Stellen und dann kann ich das Dach zusammenklappen. Ich bin mal gespannt, ich würde mal schätzen, 5 Minuten brauche ich bestimmt. Ich fange damit an. Das Bett muss ein bisschen nach vorne, weil es hier vorne so angeschrägt ist. Dann schiebe ich die Matratzen nach oben. Die können übrigens auch tagsüber hier bleiben. Also die sind da genauso gut aufgehoben, dann hat man da ein nettes Sofa. Nächsten Schritt müssen die Kissen hier weg. Die packe ich mal hier unten hin, können aber auch unter den Tisch. Dann muss der Tisch runter. Den kann ich so ein Stück nach vorne schieben und dann senke ich den ab. Zack. Und zu guter Letzt muss ich das Polster noch wegnehmen. Genau, die müssen nach unten. Und dann kann das dahin. Da gibt es tatsächlich schon den Plan, vielleicht doch nochmal 10 cm mehr Höhe auszugeben und das etwas höher zu machen. Dann kann das Polster nämlich hier liegen bleiben. Spart man sich einen Arbeitsschritt. Dann geht es weiter. Seite auf. Ich habe die Scharniere an den Seiten schon aufgemacht, die Riegel. Und dann klappe ich Wand Nummer 1. Und ab jetzt muss ich mich beeilen, wenn es draußen regnet. Teil Nummer 2. Da habe ich einen Riegel vergessen. Zack. Und jetzt kommen die Stirnseiten. Da ist tatsächlich egal, mit welcher ich beginne. Ich nehme jetzt mal die vordere. Die muss ich auch nur so ein kleines Stück kippen. Hinten dasselbe. Und dann gehe ich zum Akkuschrauber und kurbel alles runter. Dann noch die Schnellverschlüsse rundum verriegeln und fertig. In etwa 4 Minuten ist man abfahrbereit.
Der große Trumpf des Impala Ranger, er fällt nicht auf. Mit ihm kann man gut unterhalb des Radars reisen. Für 111.000 € ist er zwar kein ausgemachtes Schnäppchen, der Preis hält sich aber für das, was er bietet, in Grenzen. Vor allem die Robustheit der Kabine gefällt. So, kleines Fazit mit diesem Klappkameraden mit seinen festen Dächern. Was Impala Reisemobile sich da ausgedacht hat, finde ich per se sehr spannend, weil diese festen Wände es doch sehr viel gemütlicher innen machen. Es hat auch mehr Wärmedämmung, mehr Schalldämmung. Es ist nicht so richtig wintertauglich, denn es gibt einfach wahnsinnig viel Kältebrücken. Es gibt auch hier und da so ein paar Löcher, wo man durchgucken kann, weil es einfach nicht hermetisch abschließt. Es ist also jetzt kein Vergleich zu einer festen Alkovenkabine, die also diese Form hätte mit festen Seitenwänden, sondern es ist so ein Hybrid aus Stoffdach und festen Wänden. Er ist deutlich kopflastiger als Fahrzeuge mit Stoffdach. Die Seitenwände sind wirklich sehr schwer, das merkt man auch beim Aufklappen. Das funktioniert zwar problemlos, aber es sind einfach doch ein paar Kilo mehr als ein bisschen Stoff, der so 300 Gramm pro Quadratmeter wiegt. Das sollte man im Kopf behalten. Es ist kein reinrassiger Offroader mehr, sondern es ist einfach ein tolles Pistenfahrzeug, was sehr kompakt ist, wo man auch wirklich durch die Waldwege durchschlängeln kann. Denn die Bauweise ist so robust, dass ich problemlos auch mal einen großen Ast beiseite schieben kann. Wenn Impala jetzt noch etwas mehr Sorgfalt bei der Technikinstallation walten lässt und dem Ranger ein 3,5 Tonnen Auflastungsfahrwerk spendiert, würde die Sache rund werden, auch wenn es sicher eine Nische bleiben wird, in der sich die Antilope bewegt. Pickup ja, aber vielleicht doch ein anderer Aufbau? Schaut euch gern mal in unserem Kanal um, wir haben da so manche Alternative getestet. Oh,